Ernste Frage, Freunde. Tragt ihr die günstigen Alternativen, die es alle so gibt? Da reden wir von El Haramain, wir reden von Ras Hasi, wir reden von Lattafa, wir reden von Maison Alhambra oder wie er auch ausgesprochen wird. Tragt ihr wirklich diese Düfte? So, um das Video hatte ich ja letztens angekündigt, habe ich mal Bock drauf, euch oder mit euch darüber zu talken. Und ja, das wäre mal ganz interessant. Also schreibt mal unter die Kommentare, tragt ihr diese Düfte? Aber Real Talk bitte, tragt ihr die wirklich? Oder habt ihr Angst wegen den Inhaltsstoffen, weil es eben günstig produziert ist? Whatever, das könnt ihr ja mal unterschreiben. Mein Name ist Dennis, a.k.a. vorhin ganz genau aus Hamburg immer noch. So, ich bin ja Creator. So. Und ich weiß, dass das auch noch andere eventuell auch machen. Wir stellen natürlich die günstige Alternative grundsätzlich für euch vor. So mache ich das auch. So, trage ich persönlich eigene oder diese günstigen Alternativen. Und ich mache Real Talk selten, wirklich selten. Ich stelle sie und kaufe sie wirklich für euch, weil es eben, ich sag's ja immer wieder, nicht so viele können sich teure Düfte leisten. Man kann natürlich sparen etc. pp. Das wissen wir alle. Aber grundsätzlich ist es trotzdem für einen Duft, wir reden davon manchmal 400 €, ist das ein Parfüm. Ne? Ist geil, dass es das gibt, aber es ist ein Parfüm. Und da muss man, es gibt Urlaub, es gibt Leute mit Kindern etc. pp. Und dann bitte passt auf, nicht Schulden machen. Es gibt ja heute Möglichkeiten und so weiter. Aber das Ding ist, dafür sind die guten Alternativen da. Wenn wir natürlich auf der arabischen Seite sind und gucken, dann weiß ich, dass die von Haus aus ihre eigenen Dinger machen wollen und groß alles so einnehmen wollen. Und es klappt ja auch wunderbar. Zum Beispiel Ras Hasi mit diesen Havas-Dingern. Es gibt immer 1, 2, 3, wo ich sage, die trage ich tatsächlich. Wenn ich sogar vielleicht das Original nicht habe, was sehr selten vorkommt, weil ich stehe immer zum Original und es muss einfach das Original sein. Und es gibt ja immer Leute, die meinen 1:1. Es gibt kein 1:1. Ich habe in meiner ganzen Zeit, und ich mache das über 35 Jahre, natürlich nicht hier, ne, ist logischerweise, aber ich mache das insgesamt seit über 35 Jahren. Also das haben nicht so viele, es sei denn die Leute, die älter sind als ich und natürlich, ne, klar, aber nicht hier so in der Öffentlichkeit oder die Leute, die, da bin ich schon mit einer der wenigen, der auf jeden Fall vor 35 Jahren einen Duft schon gerochen hat und getragen hat. Ich muss dazu sagen, dass das alles cool ist. Und trotzdem dieses 1:1 gibt es nicht weg. Ich habe, wie gesagt, 2 Düfte nur kennengelernt, wo ich vielleicht sagen kann, die ich jetzt nicht erwähnen werde, aber auf jeden Fall, wo ich sage, das ist sehr, sehr schwer. Ich teste ja immer hier rauf und darauf den anderen. Weil wenn ihr so sprüht oder irgendwie den mal testet und den, dann könnt ihr das nicht testen. Ihr müsst das schon 1:1 wirklich testen. Deswegen heißt es ja 1:1. Und es gibt einfach nicht viele. 2 Düfte, wo ich gesagt habe, das ist fast identisch. Sonst gibt es das nicht. Hier, wie gesagt, ich habe ja letztens, schaut gerne mal ein Video, den Ras Hasi Havas Elixier vorgestellt. Das ist eine sehr gute Alternative zu einem Elixier von Lemal. Aber die sind einfach, wenn du sie, die haben die gleiche DNA, ist schon ähnlich, ne? Aber man hat einfach nicht insgesamt das, ja, grundsätzlich dieses 100%ige, das gibt's nicht. Und das finde ich auch gut, wenn es diese günstigen Alternativen so ein bisschen anderen Touch noch haben. Zum Beispiel wie der Havas Elixier, weil der hat so einen richtigen extremen Vanilleakkord. Und dann kann man das auch mal tragen. Und 1, 2, 3 trage ich. Wir reden hier nicht von Ferrari. Ferrari hat auch günstige Düfte. Die trage ich auch so. Wir reden hier nur wirklich von diesen Dupes, Alternativen und so weiter. Da trage ich natürlich meistens, also wirklich so 95%. Bin ich bei den Originalen einfach. Das ist ganz klar. Und das muss man auch so sagen. Und das werden auch andere groß machen. Natürlich wird es bestimmt 1, 2 Creator geben, die auf jeden Fall die Dupes auf jeden Fall immer nur tragen. Und auch nur die sind wichtig. Ich bin nicht einer, der sagt, dass Nische das Nonplusultra ist. Das sind die Leute, die wahrscheinlich nichts anderes, ich will nichts Falsches sagen, aber manchmal, die müssen das kompensieren mit den Nische und meinen, dann wären sie vielleicht besser. Nein, ohne Designer wäre Nische auch nichts und ohne Nische ist Designer nichts. Im Endeffekt gehört das alles zusammen. Und es kommen auch noch die Drogeriedüfte. Mann, es ist Parfüm ist Parfüm, es ist eine Welt. Nur weil man Nische einen 500-€ Duft oder hier Roger Parfüms 1000-€ Duft, heißt das nicht, dass man was Besseres ist. Ganz im Gegenteil, ne? Und dementsprechend kann ich sagen, und das ist auch, es ist auch nicht Schlimmes und nicht gelogen, ich kaufe das für euch. So, ich stelle das für euch vor und das mache ich auch gerne. Und ich bin selber manchmal, wo ich sage, wow, das ist einfach gut. Ja, kann man machen. Aber ihr merkt trotzdem eben auch die Nachbauten von Louis Vuitton.
viele wollten oder sagen wirklich, dass der ist jetzt irgendwo, will den jetzt nicht holen, den von Maison Alhambra, Maison Alhambra, wie auch immer, dass viele meinen, der ist so wie der. Nein, ist er nicht. Ja, die sind gut, wirklich gut, aber hinten raus kratzig, viel zu luftig, wässrig und eifert, die Performance ist nicht da, wie beim Ombre Nomad Original. Aber das ist ja auch nicht wild. Der Duft kostet 400 und der andere kostet 20 Euro. Das ist ein großer Unterschied. Das muss doch auch nicht sein. Natürlich gibt es teure Düfte, wo ich sage, wow, die haben es in sich, wie eben zum Beispiel Havas, also die Reihe von Rasasi, Havas und eben noch einige. Ich will jetzt hier nicht alle aufzählen, aber grundsätzlich, wir kaufen das schon für euch. Und ich denke mal, ich will jetzt nicht für andere sprechen, aber ich trage Original. Und es gibt natürlich die anderen 5%, was ja viel ist, weil ich habe über 1300 Düfte. Das Ding ist, ja, wie soll ich sagen, natürlich sind 5% sind viel, dass ich mal einen günstigen trage. Und gegen günstig übrigens hat das auch nichts zu tun. Es geht nur darum, Alternativen und so weiter, ob ich die wirklich trage und ob das Sinn macht. Wenn man vor allen Dingen das Original hat, macht es gar keinen Sinn. Aber ich habe irgendwo, ich weiß jetzt nicht aus dem Stegreif, welcher Duft das ist. Ich habe einen, da habe ich das Original nicht. Aber das ist einfach nur so. Ach ja, es war bei den Blue Talisman. Den hatte ich eine ganze Weile nicht. Und dann hatte ich irgendeinen Nachbau. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich werde ihn mal einblenden, den. Da habe ich gedacht, das ist aber mehr Erba pura so, ne? Ich weiß nicht, wenn das so der Talisman. Ich bin nicht so ein Freshy-Fan. Also schon, ich habe viele, wenn der Sommer da ist, aber insgesamt, ne, ich bin mehr auf der anderen Seite hier. Also richtig schön stark, Oud, süß, ne, alles was dann ist. Aber Freshy ist nicht so, aber auch nicht fruchtig, frisch, ne, aber es wird immer mehr. Aber Fakt ist aber, und dann hatte ich den von Lattafa, da gibt's einen, und ich so, okay, das ist ja nicht schlecht. Und da gibt's ja so viel. Turati, Lattafa und alles, aber ich war trotzdem einfach für mich, weil ich das einfach für mich machen muss, habe ich gesagt, nee, ich hole mir den jetzt. Ist mir egal, Freshy, ja, ist teuer, ich mache das jetzt einfach. Habe ich gemacht und natürlich ist der am besten von allen. Ist einfach so. Aber trotzdem sehr gute Alternativen. Und in dem Fall werde ich den jetzt nicht geholt. Kann man locker zum Beispiel den Lattafa Art of Universe tragen oder eben den Turati Electric pervers gut tragen. Nur es ist eben nicht genau wie der Blue Talisman, der wirklich, warum er so einen Hype hat, ist klar. Ne? Er ist schon ein guter Duft. Aber es ist auch nicht so wirklich ein großer, komplexer Duft. Aber ist schon nice. Mit auch hier einen schönen Flakon, ja. Whatever. Naja, ich wollte nur sagen, und das muss auch Real Talk mal gesagt werden, also ich trage jetzt nicht wirklich die ganzen Dinger, die ich da kaufe, die günstigen, weil das ist wirklich, um mal zu testen, sind die wirklich dicht dran, das mache ich für euch, für die Leute, die sich eben keine teuren Düfte kaufen wollen oder das auch vielleicht gar nicht einsehen, diese Dinger zu kaufen und so weiter und so fort. Deswegen sage ich auch gerne, ich habe ja auch schon mal einen Fanpost bekommen, ihr könnt gerne mich anschreiben auf Instagram, schickt mir gerne Düfte zu, ich zeigt das, ich werde euch auch erwähnen, wenn ihr Bock habt. Aber zum Beispiel, ich werde jetzt nicht alles mehr kaufen. Ich habe genug gemacht und ich werde immer mal zwischendurch, aber ich werde nicht nur die Dinger kaufen, weil die stehen eben auch viel rum und nachhinein verkaufen, so eine günstigen Dinger. Es ist auch nicht so einfach. Auch wenn ich so einen Zug da auf Parfume habe und gern ab und zu oder jetzt aktuell auch was verkaufe. Und ja, dementsprechend, also wie gesagt, ne, für die Leute, die mal fragen, wie ich da heiße, also genauso wie hier, nur ohne das Fragrance. Ja. Genau, Leute. Ja, das ist eigentlich Real Talk, das muss mal erwähnt werden, aber trotzdem sind sie gut. Ich habe also keine Abneigung. Ich muss nur sagen, ich trage das Original einfach zu 95%. Das ist so. Und wenn ich das Original habe, so und so, es sei denn, ich habe mal Bock, also ich sprühe jetzt, ne, Punkt. Über Inhaltsstoffe, ob das besser ist oder schlechter, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Das wird das jetzt auch wieder sprengen. Ich wollte einfach nur mal wissen, deswegen schreibt ihr unter, macht ihr das, wenn ihr das Original habt oder kauft ihr nur Dupes oder Alternativen, besser gesagt, Dupes ist so ein bisschen, ne? Und was ihr davon haltet und so weiter und so fort. Wie gesagt, dann würde ich sagen, bin ich raus. Grüße gehen raus an meine Mitglieder und bis zum nächsten Mal.